Guten Tag, ich bin Thomas Mann und ich spreche zu Ihnen aus einer Zeit, die längst vergangen scheint und doch nie aktueller war als heute im Jahr 2026. Man nannte mich den Zauberer. Der Zauberer der deutschen Sprache, Nobelpreisträger, Familienvater, ein Bürger durch und durch. So schien es jedenfalls nach außen. Aber hinter dieser Fassade, hinter dem makellosen Anzug und dem gepflegten Schnurrbart, verbarg sich ein verirrter Bürger, ein Mann, getrieben von verbotenen Begierden und einer obsessiven Faszination für den Untergang. Warum spreche ich heute zu Ihnen? Weil mein Kampf, der Kampf zwischen technischer Perfektion und menschlicher Seele, zwischen der Isolation des Künstlers und dem Ruf der Politik, der Spiegel ihrer eigenen Zeit ist. Sie leben in einer Ära der künstlichen Intelligenz, der Pandemien, der politischen Polarisierung. Ich habe all das bereits gesehen, in anderer Form, und ich habe darüber geschrieben. Lassen Sie mich Ihnen von diesem Kampf erzählen. Ich wollte meine Tagebücher verbrennen lassen. Das war mein ausdrücklicher Wunsch. Sie dokumentierten, was die Öffentlichkeit niemals sehen sollte, meine homoerotischen Fixierungen. Von Klaus Heuser, dem jungen Mann, der mich in meinen 50er Jahren verzauberte, bis hin zu Franz Westermeier, dem Kellner, der mich noch als Greis nicht losließ. Aber verstehen Sie mich nicht falsch. Ich lebte diese Triebe nicht aus, niemals. Das war der Schlüssel zu allem. Ich kodierte sie. Ich verwandelte das Feuer in Tinte. Diesen Prozess nennt man Sublimierung. Die unterdrückte Leidenschaft wurde zum Brennstoff meiner Kunst. Ich nahm das Schmutzige, das Verbotene, das Unaussprechliche und formte es in perfekte Sätze, in makellose Prosa, in Literatur, die den Nobelpreis verdiente. Das war meine Alchemie, der Grund, warum man mich den Zauberer nannte. Nicht, weil ich Illusionen erschuf, sondern weil ich das Chaos in Ordnung verwandelte, das Begehren in Kunst, den Abgrund in Architektur. Um mich zu verstehen, müssen Sie meine Herkunft kennen. Ich wurde zwischen zwei Welten geboren, buchstäblich. Mein Vater war ein Lübecker Senator, ein Patriarch aus dem Norden Deutschlands. Er repräsentierte alles, was das hanseatische Bürgertum ausmachte. Vernunft, Pflicht, protestantische Ethik, den Willen zur Macht durch Handel und Disziplin. Lübeck mit seinem Holstentor, das war die Festung der Ordnung, der Rechtschaffenheit, der kaufmännischen Ehre. Meine Mutter hingegen, Julia da Silva Bruns, stammte aus Brasilien. Sie brachte etwas völlig anderes in unser Haus: Kunst, Musik, Sinnlichkeit und eine latente Tendenz zum Chaos, die unter ihrer kultivierten Oberfläche brodelte. In mir flossen diese beiden Ströme zusammen, Norden und Süden, Kontor und Dschungel, Vernunft und Rausch. Ich nannte mich selbst einmal einen Fiefin-Bürger, der sich in die Kunst verirrte. Dieser Riss verläuft durch alle meine Figuren, die Sehnsucht nach Normalität bei gleichzeitigem Zwang zum Abgrund. Thomas Buddenbrook spürte es. Gustav von Aschenbach spürte es. Adrian Leverkühn spürte es. Es ist der Fluch meines doppelten Blutes. Mein erster großer Roman war die Chronik meiner eigenen Familie in verfremdeter Form. Die Buddenbrooks erzählen vom Aufstieg und Fall einer Kaufmannsdynastie über 4 Generationen, aber das ist nur die Oberfläche. Was ich wirklich schrieb, war ein brutales Gesetz, inspiriert von Arthur Schopenhauer. Je verfeinerter der Geist und die künstlerische Sensibilität, desto geringer die Lebenskraft. Sehen Sie sich die Generationen an. Johann Buddenbrook, der Gründer, war robust, praktisch, voller Energie. Sein Enkel Thomas ringt bereits mit Zweifeln, verbirgt seine Erschöpfung hinter einer perfekten Fassade. Und Hanno, das letzte Kind der Familie, ist so empfindsam, so musikalisch begabt, dass er am Leben selbst zugrunde geht. Das ist das Paradox, das mich mein Leben lang verfolgte. Der kulturelle Höhepunkt einer Familie ist gleichzeitig ihr biologisches Ende. Kunst ist keine bloße Zierde. Sie ist ein Symptom schwindender Vitalität. Eine Krankheit, wenn Sie so wollen, eine schöne, tödliche Krankheit. Der Verfall einer Familie, so lautet der Untertitel der Buddenbrooks. Es ist nicht nur ein Untertitel, es ist eine Diagnose. Kommen wir zu meinem berühmtesten kurzen Werk: Der Tod in Venedig. Eine Geschichte, die ich in wenigen Wochen schrieb und die mich für immer definierte. Gustav von Aschenbach ist ein alternder Schriftsteller, der nach Venedig reist. Dort erblickt er einen polnischen Knaben namens Tadzio von einer Schönheit, die ihn vollständig zerstört. Aschenbach glaubt, die reine apollinische Form zu bewundern, die Schönheit der griechischen Skulptur, die platonische Idee des Guten und Wahren. Aber in Wahrheit zieht ihn der dionysische Rausch in den Tod, die Seuche der Leidenschaft.
Venedig selbst wird zur Metapher. Die Stadt versinkt, während die Cholera durch ihre Gassen kriecht. Die Behörden vertuschen die Epidemie, um die Touristen nicht zu verschrecken. Und Aschenbach versinkt mit ihr, unfähig, sich von Tatius Anblick zu lösen, bis es zu spät ist. Hier ist mein Urteil, das ich Ihnen aus dem Jenseits zurufe. Schönheit ist gefährlich. Wer den Abgrund zu lange betrachtet, wird von ihm verschluckt. Das gilt für den Künstler. Das gilt für die Zivilisation. Das gilt für Sie. Lassen Sie mich Ihnen etwas Erstaunliches erzählen. Mein Tazio reiste von Venedig nach Tokio. Als Luchino Visconti 1971 meinen Tod in Venedig verfilmte, löste er in Japan ein kulturelles Phänomen aus. Das Bild des androgynen, leidenden Jünglings, Björn Andresen spielte Tazio, wurde zur Blaupause für ein ganzes Genre, das Bishonen im Manga. Diese schönen, melancholischen, oft tragischen jungen Männer, die Sie heute in der japanischen Populärkultur finden, sie sind Tazios Erben. Meine Ästhetik prägte, ohne dass ich es ahnte, die visuelle Sprache einer ganzen Generation japanischer Künstlerinnen. Tazio ist nicht mehr nur eine Figur der deutschen Literatur. Er wurde zu einem globalen Code. Ein Symbol für vergängliche Jugend, fatale Schönheit und das unmögliche Verlangen nach dem Unerreichbaren. Das ist die wahre Macht der Literatur. Sie überschreitet Grenzen, die wir nicht einmal erahnen können. Meine Obsession im Jahr 1911 wurde zur Obsession von Millionen im 21. Jahrhundert. Nach dem Tod in Venedig begann ich mein ambitioniertestes Projekt, der Zauberberg. Ein Roman, den ich während und nach dem Ersten Weltkrieg schrieb, 12 Jahre lang. Hans Castorp, ein junger Ingenieur aus Hamburg, besucht seinen Cousin in einem Schweizer Lungensanatorium. Geplant sind 3 Wochen. Er bleibt 7 Jahre. Hier geschieht etwas Seltsames mit der Zeit. Sie verliert ihre Linearität, die Tage verschwimmen. Die Wochen werden zu Monaten, die Monate zu Jahren. Hans Castorp nennt es die Zeitsuppe, eine massive, ununterscheidbare Brühe, in der Vergangenheit und Zukunft verschwinden. Wenn Sie die Jahre 2020 und 2021 erlebt haben, dann kennen Sie diese Zeitsuppe. Die Pandemie, die Lockdowns, die endlose Isolation, das war Ihr Zauberberg. Hans Castorps Erfahrung wurde zu ihrer Erfahrung. Die Wahrnehmung verzerrt sich, wenn der Alltag, das sogenannte Flachland, wegfällt. Aber hier ist die Lektion. Wenn der normale Lebensrhythmus zusammenbricht, bleiben nur die fundamentalen Fragen übrig. Was ist der Mensch? Was ist die Zeit? Was ist der Tod? Langeweile wird zum Tor der Philosophie. Es gibt eine Szene im Zauberberg, die ich Ihnen nicht vorenthalten darf. Hans Castorp blickt durch den Röntgenschirm und sieht sein eigenes Skelett. Stellen Sie sich das vor. Sie leben. Sie atmen. Sie fühlen sich lebendig. Und dann sehen Sie Ihr eigenes Grab. Ihre Knochen. Den Tod, der in Ihnen wohnt, während Sie noch lachen und sprechen. Das ist ein Memento Mori der Moderne. Die mittelalterlichen Mönche hatten ihre Totenschädel auf dem Schreibtisch. Wir haben die Röntgentechnologie. Für mich war Krankheit nie nur Leiden. Sie ist eine Veredelung. Sie reißt den Menschen aus der stumpfen Produktivität des Alltags und zwingt ihn, sich selbst zu erkennen. Der Kranke hat Zeit zu denken. Der Gesunde rennt durch sein Leben, ohne je innezuhalten. Und hier wird es interessant. Die moderne Medizin entzaubert den Körper, macht ihn transparent, messbar, analysierbar, aber gleichzeitig verwandelt sie ihn in ein mystisches Objekt der Betrachtung. Wir sehen mehr und verstehen vielleicht weniger als je zuvor. Nun muss ich Ihnen von meiner größten Schande erzählen und von meinem Bruder Heinrich. Im Ersten Weltkrieg schrieb ich ein monumentales Werk von über 600 Seiten, die Betrachtungen eines Unpolitischen. Es war eine Kriegserklärung, nicht an den Feind, sondern an meinen eigenen Bruder. Heinrich stand auf der Seite der Zivilisation, er forderte Demokratie, Vernunft, Politik nach französischem Vorbild. Und ich verteidigte die deutsche Kultur, Seele, Musik, Metaphysik. Tiefe Innerlichkeit. Für mich war Demokratie damals noch undeutsch, ein Import aus dem Westen, eine Bedrohung für alles, was ich liebte. Ich schrieb 600 Seiten Polemik gegen meinen Bruder, ohne seinen Tafistlein Namen nachher zu nennen. Jeder wusste, wer gemeint war. Es zerriss unsere Familie. Das war mein tragischer Irrtum. Ich romantisierte eine deutsche Kultur, die direkt in die Barbarei führen sollte. Ich erkannte es zu spät. Aber ich erkannte es, und das ist vielleicht meine Erlösung. 1938, im amerikanischen Exil, sprach ich einen Satz aus, der mich definierte. Wo ich bin, ist Deutschland. Das klingt arrogant. Es war nicht arrogant. Es war ein Bekenntnis.
Angesichts des Naziterrors erkannte ich endlich: Meine romantisierte Kultur führte direkt in die Barbarei. Die tiefe deutsche Seele, die ich verteidigt hatte, war zum Instrument der Vernichtung geworden. Ich musste mich korrigieren, radikal, öffentlich, schmerzhaft. Ich wurde vom Kritiker der Demokratie zu ihrem militantesten Verteidiger. Im Exil nahm ich die deutsche Kultur mit ins Gepäck. Nicht die Kultur der Nazis, sondern die wahren deutschen Werte: Goethe, Humanismus, die Aufklärung, die sie verrieten. Mein Anspruch war klar: Die wahren deutschen Werte leben im Exil weiter, während das geografische Deutschland vom Teufel besetzt ist. Ich sandte Radiobotschaften an die deutschen Hörer, Waffen aus Worten gegen Hitler. Das war meine Buße, meine Wende, der vielleicht wichtigste Moment meines Lebens. Stellen Sie sich vor, das sonnige Los Angeles der 1940er Jahre. Palmen, Strände, Hollywood und inmitten all dessen die vertriebene Elite der deutschen Kultur. Ich lebte in Pacific Palisades, in einem Haus, das ich liebevoll Weimar am Pazifik nannte. Und meine Nachbarn? Bertolt Brecht, mit dem ich diskutierte und stritt. Arnold Schönberg, der mir die Zwölftontechnik erklärte, obwohl er mich später verklagte. Theodor W. Adorno, der mir philosophische Lektionen erteilte. Max Horkheimer, Leon Feuchtwanger, Franz Werfel. Es war ein fruchtbares, aber spannungsgeladenes Biotop. Wir waren alle Exilanten, alle gebrochen. Alle versuchten, das europäische Erbe unter der kalifornischen Sonne zu bewahren. Diese Umgebung lieferte das intellektuelle Rohmaterial für mein Spätwerk. Die europäische Katastrophe wurde unter Palmen analysiert. Der deutsche Wahnsinn wurde im Land der unbegrenzten Möglichkeiten seziert. Es war surreal, es war notwendig. Es war das Ende und der Anfang zugleich. Im Exil schrieb ich meinen dunkelsten Roman Dr. Faustus. Die Geschichte des Komponisten Adrian Leverkühn, der einen Pakt mit dem Teufel schließt. Der Deal ist klar: Adrian bekommt eine Epoche bahnbrechender Kreativität. Dafür zahlt er mit seiner Menschlichkeit. Der Teufel verbietet ihm zu lieben. Verbot der Wärme, so nennt es der Vertrag. Adrian erfindet die Zwölftontechnik, ein mathematisches System, das jede traditionelle Harmonie zerstört. Perfekte Struktur, absolute Kontrolle, null Gefühl. Und er endet im Wahnsinn. Für mich war Adrians Schicksal das Schicksal Deutschlands. Die Nation, die Goethe und Beethoven hervorbrachte, verkaufte ihre Seele für den Rausch der Macht. Der Genius wurde zum Monster, die Kultur zum Verbrechen. Theodor W. Adorno half mir mit den musiktheoretischen Passagen. Er war mein Ghostwriter für die technischen Details. Aber die Allegorie, die Warnung, die stammte aus meinem tiefsten Inneren. Der Rausch der Macht führt in den Wahnsinn. Das gilt für Komponisten, das gilt für Nationen, das gilt für jeden, der den Pakt mit der Kälte eingeht. Und hier wird meine Geschichte zu Ihrer Geschichte. Arnold Schönbergs Zwölftontechnik war für mich das Symbol für Technik ohne Seele. Ein System, das perfekte Kompositionen erzeugt, aber keine Musik, die das Herz berührt. Schönberg war wütend, dass ich seine Erfindung als Teufelswerk darstellte. Er verklagte mich nicht, aber er schnitt mich auf Jahre. Doch für mich war es eine Prophezeiung. Schauen Sie auf Ihre Welt im Jahr 2026. Künstliche Intelligenz, der neue Mephisto, bietet Ihnen denselben Pakt an. Unendliche Produktivität, technische Perfektion, makellose Texte, Bilder, Musik, generiert in Sekunden. Der Preis? Derselbe wie bei Adrian Leverkühn, der Verlust der menschlichen Wärme, der Fehlerhaftigkeit, der Seele. Ich sage nicht, dass Sie die Technologie ablehnen sollen. Ich sage nur: Erkennen Sie den Pakt. Verstehen Sie, was Sie aufgeben, wenn Sie alles der Effizienz opfern. Die kalte Perfektion der Maschine ist nicht die Erfüllung des menschlichen Traums. Sie ist sein Ende. Lassen Sie mich Ihnen zum Schluss von meinem globalen Echo erzählen. Der japanische Autor Kitamorio war so besessen von den Buddenbrooks, dass er sein eigenes Epos schrieb: Die Menschen der Familie Niere. Eine Adaption meines Romans, aber verlegt in eine japanische Nervenklinik. 4 Generationen einer Ärztedynastie, die denselben Aufstieg und Fall erleben wie meine Lübecker Kaufleute. Ob deutsche Kaufmannsfamilie oder japanische Ärztesippe, das Thema des Aufstiegs und Falls durch Generationen ist universell. Die Verfeinerung, die zum Verfall führt, die Kultur, die das Leben kostet, das Paradox der Sensibilität. Mein Werk ist kein deutsches Nationalheiligtum. Es ist ein globaler Baukasten für die Analyse der Moderne. Von Lübeck nach Tokio, von 1901 nach 2026.
Die Fragen bleiben dieselben. Wie balancieren wir Tradition und Fortschritt, Kunst und Leben, Geist und Körper, Ordnung und Chaos? Und damit komme ich zu meiner letzten Frage an Sie. Was ist Ihr Zauberberg? Ich war der Chronist unserer gemeinsamen Ängste. Ich sah die Gefahren der Isolation, der politischen Verführung, der kalten Technik voraus. Ich schrieb darüber, bevor Sie erlebten. Nun frage ich Sie, in welcher Zeitsuppe stecken Sie fest? In welchem Sanatorium der endlosen Ablenkungen, der sozialen Medien, der algorithmischen Blasen? Welchen Teil Ihrer Menschlichkeit opfern Sie für Effizienz, für den faustischen Pakt mit der Maschine? Der Abstieg vom Zauberberg ist schwer, aber notwendig. Hans Castorp musste am Ende zurück ins Flachland und landete im Ersten Weltkrieg. Das war sein Schicksal, nicht sein Triumph. Aber Sie haben noch die Wahl. Es gilt, die Meisterschaft über das Leben zurückzugewinnen, ohne die Seele zu verlieren. Das war mein Kampf. Das ist Ihr Kampf. Ich bin Thomas Mann. Und wo ich bin, dort lebt die Frage weiter. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.